Hallo, hier ist die Anne Bross von Anne Bross Kunst. Ich bin mal wieder im Atelier, habe mir ein Blatt Steinpapier aus 100% Stein genommen und werde jetzt ein Aquarell malen. Dazu habe ich mir mit Maskierflüssigkeit, das blau auf dem Blatt aussieht, bereits eine Fläche ausgespart. Ihr könnt dann später sehen, was es wird. Nun habe ich mir einen großen Pinsel genommen und verschiedene Aquarellfarben aus der Tube auf meine Glasplatte aufgebracht, die mir als Hintergrund und als Tisch dient. Und da nehme ich dann direkt vom Tisch die Aquarellfarben. Die sind aus der Tube, wie gesagt, und haben sehr viel Anteil von Pigmenten. Das habe ich deswegen gemacht, weil bei diesem Steinpapier braucht man eine höhere Anzahl von Pigmenten, weil das Steinpapier sehr glatt ist von der Oberfläche her und normalerweise malt man ja Aquarelle auf Aquarellpapier und das Aquarellpapier ist im Gegensatz zum Steinpapier ein saugendes Papier, in das die Feuchtigkeit und die Farbe hineinzieht. Gut, jetzt seht ihr mal, wie ich eben solche Farben anwende. Und ich male heute ein Landschaftsaquarell an einer Meeresküste. Gerade eben schon habe ich den Himmel gemalt, im oberen Bereich etwas dunkler gehalten, dann in der Mitte heller werdend. Da geht es also in Richtung Meereslinie und Horizont. Das male ich jetzt ein mit dem dunkleren Blau wieder. Mit einem kleinen Pinsel nehme ich etwas Farbe weg. Das soll nämlich ein Segelboot im Meer darstellen. Von der Oberfläche her ist es ein bisschen schwieriger zu handhaben, muss ich sagen, wenn man diese Aquarellfarben verwendet. Es geht aber wunderbar, wenn man sich einmal mit dem Material Steinpapier angefreundet hat. Allerdings seht ihr schon im Bereich Himmel, das Steinpapier macht auch zwischenzeitlich, was es will und ja, zieht ein bisschen so die Farbe zusammen. Das kann man als Stilmittel aber benutzen. Man muss dann einfach nur noch mal mit Wasser und Farbe drüber arbeiten. Dann kann man das auch in den Griff bekommen.
Und jetzt bin ich eben dabei, nochmal den Himmel zu bearbeiten, damit die Farbe dann so stehen bleibt, auch wie ich mir das vorgestellt habe. Mit Gelb, einem Beige und verschiedenen Grüntönen male ich jetzt eben diese Küstenlandschaft mit niedrigem Bewuchs. Von dem Strand als solchen sieht man jetzt dort nichts. Es ist eigentlich eine Landschaft, wo diese Küstengräser dominieren. Es ist eine Landschaft an der Ostsee. Und wer schon mal an der Ostsee gewesen ist, der weiß, dass da kurz vor dem Strand eben so kleine Sträucher wie Sanddornsträucher und solche Sachen wachsen und auch eben das Dünengras dort in niedrigem Bewuchs sich zeigt. Und so etwas möchte man da nachempfinden. Im Vordergrund stehen zwei Bäume, die sind sehr markant auf diesem Bild. Das sind so typische Nadelbäume, die da an der Küste wachsen. Und die neigen sich dann immer etwas krumm, weil an der Küste weht ja sehr viel Wind.
Und das hat natürlich auch seine Auswirkungen auf den ganzen Bewuchs und vor allem auf diese Bäume, die sich dann dem Wind beugen, sozusagen, und dann etwas krumm wachsen. Von meiner Malweise her gehe ich da ganz locker ran und es soll ein Bild werden, was nicht zu viele Details aufweist, sondern mehr so etwas Impressionistisches werden.
Bei den Bäumen verstärke ich jetzt etwas die Schattenseite. Das lässt sich auch sehr einfach gestalten auf diesem Steinpapier, muss ich sagen. Da muss man nicht so viel nachmalen von der Farbe her wie bei den normalen Aquarellfarben auf Aquarellpapier, wo man oft eben mehrere Schichten übereinander legen muss, damit es dann diese Dunkelheit erhält. Und das habe ich jetzt bei dem Steinpapier nicht. Da bleibt die Farbe an und für sich von vornherein sehr gut stehen und haften, weil sie ja entsprechend mit den Pigmenten nicht ins Papier so eindringt. Meine kleine Küstenlandschaft hat schon Formen angenommen und ist jetzt schon fast fertiggestellt. Ich male noch etwas Schatten hinein. So, jetzt habe ich das Bild zwischenzeitlich komplett trocknen lassen, habe mir einen Radiergummi hergenommen und entferne damit diese Maskierungsflüssigkeit, die ich am Anfang aufgebracht habe, um eben dieses eine Objekt zunächst unberührt und weiß zu lassen. Und vielleicht habt ihr jetzt schon langsam eine Ahnung, was das werden könnte. Schaut mir einfach weiter zu, dann seht ihr das gleich. Mit einem kleineren Pinsel werde ich jetzt dieses Bild noch ergänzen. Zunächst noch einmal den Baum bearbeiten, der sehr sonnenerfüllt ist und deswegen muss ich da noch etwas gelb hell auftupfen.
In der Landschaft sieht man so einen kleinen Weg. Das ist ein Fußweg. Dem gebe ich jetzt auch etwas geringe Farbigkeit. Und jetzt kommt das Objekt als solches dran. Ich bin ja ein ganz großer Fan von Leuchttürmen und an der Ostsee stehen auch ein paar sehr schöne Leuchttürme. Davon habe ich mir jetzt einen ausgesucht und male diesen alten Leuchtturm, der dort an der Küste steht. Ja, die haben für mich eine besondere Anziehungskraft. Man weiß, diese Türme sind ja dafür da, dass die Schiffe ihren Weg finden, wenn sie auf die Küste zusteuern. Und ja, so ein Gebäude hat eben eine gewisse Magie, die sie auf Menschen ausstrahlen können. Es ist ein Symbol für Sicherheit, von Heimat. Ich komme wieder nach Hause zurück, wenn ich diesen Leuchtturm sehe. So kann ich mir vorstellen, dass früher eben die Seefahrer gedacht haben, als sie dann wieder mit dem Schiff nach Hause gekommen sind und von weitem schon das Licht des Leuchtturms gesehen haben und wussten, wir fahren bald wieder in unserem sicheren Heimathafen ein. Und es macht einem ja auch heute noch Spaß, so einen Platz zu besuchen, vielleicht den Leuchtturm zu besteigen, wenn dieser für Touristen geöffnet ist, einmal auf das Meer hinauszuschauen von dem Leuchtturm oben. Das hat schon was sehr Spezielles, sehr Besonderes. Danke schön fürs Zuschauen, eure Anne Pross.